Die Altenbaumburg und ihre Geschichte. Heute auf History Travel Nature. Die Altenbaumburg war eine Gründung der Raugrafen. Was wir über diese Ruine herausgefunden haben, das seht ihr jetzt. Wann die Burg über dem Dorf Altenbaumberg im Alsenztal genau errichtet wurde, ist nicht bekannt. Es existiert zwar eine schriftliche Erwähnung, welche ins Jahr 1129 datiert ist, doch diese entpuppte sich als Fälschung. Ab 1154 taucht ein Graf Emicho von Bomenberg in Urkunden auf. Möglicherweise ist damit die Altenbaumburg gemeint. Gesichert ist dies aber nicht. 1253 wird jedoch bereits die Neuenbaumburg genannt. Infolgedessen muss die Altenbaumburg also schon davor existiert haben. Die Anlage erstreckt sich über eine Länge von 200 Metern. An der breitesten Stelle misst sie 40 Meter. Die Burg besteht aus 3 Teilen: einer Unterburg, einer Mittelburg und einer Oberburg. Die baulichen Reste stammen zum größten Teil aus dem 14. und 15. Jahrhundert. Wer vom Wanderweg auf die Oberburg zukommt, betritt die Anlage mittels einer Metallbrücke, welche über den breiten und etwa 15 Meter tiefen Graben führt. Alternativ kann die Ruine von der unten liegenden Straße aus auch über die Mittelburg betreten werden. Noch vorhanden sind unter anderem die Ruine eines Eckturms, der noch 18 Meter in die Höhe ragt, Reste von 2 Rundtürmen und einer Giebelwand eines Wohnhauses sowie Teile der Umfassungsmauern. Vom Bergfried der Oberburg ist heute nur noch ein 4 Meter hohes Mauerstück zu sehen. Aufgrund eines Kupferstiches von 1629 wird angenommen, dass dieser einst etwa 40 Meter hoch war. Bereits im Jahr 1317 bewohnten mehrere Familienzweige der Raugrafen die Burg. Die Anlage war zu diesem Zeitpunkt also eine sogenannte Ganerbenburg. Im Jahr 1320 erteilte König Ludwig der Bayer Altenbaumberg die Stadtrechte. Außerdem durften sie auch einen Wochenmarkt durchführen. Die Raugrafen kamen ab Mitte des 14. Jahrhunderts immer mehr in finanzielle Schwierigkeiten. Außerdem gab es innerfamiliäre Erbstreitigkeiten. Aus diesen Gründen gaben sie in dieser Zeit den Grafen von Sponheim und dem Pfalzgrafen bei Rhein das Öffnungsrecht für die Altenbaumburg. Das bedeutet, diese durften die Burg im Kriegsfall als Stützpunkt für ihre Truppen nutzen. 1366 mussten Teile der Burg
an Pfalzgraf Ruprecht I. verpfändet werden. Schließlich waren 3/4 in ihrer Hand. Der Rest gelangte in den Besitz des Hauses Pfalz-Simmern. Schlussendlich gaben sie die Burg als Erblehen an verschiedene Adelsfamilien. Scheinbar waren bereits im letzten Viertel des 15. Jahrhunderts Teile der Burg nicht mehr bewohnbar. Jedenfalls erhielt Schweikart von Sickingen 1482 die Erlaubnis, Steine der Burg als Baumaterial für die Ausbesserung der Ebernburg zu verwenden. Wie sich die Bewohnbarkeit der Burg in den nächsten mehr als 100 Jahren entwickelte, bleibt im Dunkeln. Im 17. Jahrhundert folgten kriegerische Zeiten. Zuerst wurde die Altenbaumburg während des Dreißigjährigen Krieges ab 1621 von den Spaniern und dann ab 1631 von den Schweden besetzt. (1666) eroberte Kurfürst Karl I. Ludwig die Burg in seinem Feldzug gegen Lothringen zurück. Allerdings scheint er sich nicht um die Altenbaumburg gekümmert zu haben. Von Instandsetzungen ist nirgends die Rede. Im Gegenteil. Die Burg verfiel zusehends und wurde bereits 1681 in einer Schrift als Ruine bezeichnet. Es könnte aber sein, dass Teile der Wehranlage noch genutzt wurden. Die endgültige Zerstörung erfolgte nämlich, laut Überlieferung, wie bei vielen Burgen in der Pfalz, 1689 im Pfälzischen Erbfolgekrieg durch die Franzosen. Von 1980 bis 1986 wurden die noch vorhandenen Überreste der Burg saniert.